Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit Baldur's Gate 3. Wir legen uns mal aus dem Bett, um gleich eine richtige Rast einzulegen. Aber vorher warten ja einmal die ranzige Notiz und hier haben wir das Tagebuch einer Priesterin. Gucken wir doch mal. Die meisten Seiten dieses alten Tagebuchs wurden grob herausgerissen, vermutlich zum Feuermachen. So bringen die ineinandergreifenden Kreise die Vollmonde mit den Sternen überein und die Finsternis bleibt unten, wo sie hingehört. Der Abgrund ins Unterreich bleibt versiegelt. Ich räume ein, dass die Anordnung nicht narrensicher ist, doch ich musste zugunsten der Stabilität auf einige Komplexität verzichten. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum Selune mich aus der Halle der Wunder genommen und in diesen Tempel als Priesterin hat dienen lassen. Vielleicht war dies der Grund. Okay, es ist nicht die Gatt oder wie die hieß, die Gobbo-Priesterin, sondern eine Selune-Priesterin, weil das ist ja hier so ein altes Selune-Heiligtum, die Mondgöttin, wie ich ja schon mal erwähnt habe, aber es gibt wohl einen Zugang. So, aber bevor wir irgendwelche Zugänge gucken, würde ich mal sagen, packen wir es mal an und machen einfach mal eine lange Rast. Solange wir hier sind, ist ja gemütlich. Ein bisschen blutig, aber hey je. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Was machen wir denn mal? Wir reiben die schmerzenden Hände. Warum The nicht? ache builds as you squeeze your hands together. Were your fingers always so thick? Your skin always so sticky? Chukil gate vlakith mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Ich könnte natürlich ihre Gedanken erkunden in der Theorie. Nö, ich versuch's mit Überzeugung. Wir sind nur erschöpft. Legt das Schwert weg, bevor ihr eine Dummheit begeht. Ich krieg sogar hier situationsabhängig den Bonus tatsächlich. So, ich brauche mindestens eine 10, weil hier habe ich kein Schattenherzchen, das mir hilft. Aber locker vom Hocker. Fast wieder eine 20, aber diesmal noch fast. Ich mag diese neuen Würfel, die sind einfach toll. Das ist auch egal, dass die Steam-Erfolge dafür nicht funktionieren. Und natürlich, dass ich Taumaturgie habe. I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Ja. Kann passieren. Da passiert ja einiges. I came just in time. You are transforming. Unsere in Anführungsstrichen Beschützerin.
beiden Höllen seid ihr? Wobei, nee, ich kenne eure Stimme. Ich habe sie schon einmal gehört. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Wie auch immer. Ich stehe alleine auf. So viel Stolz muss sein. Independent. Good. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Uiuiui. Nettes Gebilde. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. I promise. Wie gut, dass ich mir da ganz vertrauenswürdig eine Dunkelelfe erstellt habe. Ja, ein neuer Tagebucheintrag, beziehungsweise sind da, glaube ich, jetzt einige neue Einträge. Ja, ja. Bitte die Goblin-Priesterin um Hilfe. Priesterin Gatt hätte uns vielleicht helfen können, aber da sie ein Goblin war, musste sie sterben. Das klingt ein bisschen sehr versimpelt. Wir müssen einen anderen Weg finden, um den Parasiten zu entfernen. Das ist gemein. So, Halsen. Ja, da haben wir auch Neues. Akzeptiere dein Potenzial. Genau, das ist um den Traum ergänzt. Töte alle 3 Anführer, da haben wir. Wir haben Priesterin Gatt getötet, eine der Anführer der Goblins. Aha. Das ist doch schon mal was. Rette Volo. Ja, können wir noch machen. Suche das Nachtlied. Wir haben den Tempel erreicht, in dem sich angeblich das Nachtlied befindet. Wir sollten danach suchen. Der Magier von Tiefwasser, genau, das war Gates. Magischer, instabiler Zustand. Die Tochter der Dunkelheit, genau, Schattenherz haben wir etwas über Schar erfahren mittlerweile. Was jetzt auch nicht so völlig überraschend ist. Ich glaube, sie hat ja auch irgendwie Schar-Symbol getragen und deutlich gemacht, dass sie Selune nicht mag. Es gibt, glaube ich, Überraschenderes. Aber schnacken wir doch mal mit unseren Party-People. Haben wir überhaupt schon... Ja, die Rast ist vorbei. My apologies. Huh. Not quite myself just yet. I had the strangest dream last night. A visitor came to me. A vision of unparalleled beauty and power. She told me she was watching over me, protecting me, and that our tadpoles could prove beneficial if we embrace what powers they have to offer. An uncanny apparition.
Not entirely sure what to make of it. Ihr glaubt also nicht, dass eine echte Person mit euch gesprochen hat? A real manifestation, perhaps, but not an individual of flesh and blood in the manner you or I would consider to be real. Whether she spoke the truth or not, well, I think I require a little more evidence before taking a fantasy at her word. Until then, best we speak of other matters. Was there something you wish to ask? Okay, zu der Sache können wir nichts weiter sagen, aber wir haben hier so viel, was interessant ist. Sagt, euer Zustand. Warum erfordert er Magie? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Und wenn wir schon bei so kleinen Eigenheiten sind, was haltet ihr davon, dass wir einen Vampir im Lager haben? We all have our burdens, one way or the other. Eine gute Einstellung. Und übrigens, ich habe ein magisches Artefakt, das euch interessieren könnte. That is most gratifying to hear. May I? Ja, gucke ich doch mal, was können wir denn offerieren? Haben wir hier nicht irgendwas mit dem Absoluten oder sowas, was wir eh nicht so gut brauchen können? Bringt aber nicht so viel. Oh, jetzt ist halt die Frage, was nehmen wir denn so Schönes? Ne, das Amulett garantiert nicht. Tanzende Lichter ist jetzt nicht so wichtig. Geben wir mal das. Oder wäre das noch von jemandem gebraucht? Ich glaube nicht. Passt schon. Thank you. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh. Gail, was geht hier vor sich? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Yo. Soll vorkommen. So, mal sehen, was die anderen noch zu sagen haben. Laser zum Beispiel. Glick. I had a dream. As we all did, I suspect. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. The parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise, it is gate deception. Mag zwar vielleicht nicht so gut zu unserem, sagen wir mal, kleinen Gespräch gestern passen, aber wenn der Parasit uns mächtiger machen kann, nur dazu sag ich, wir können einen Vorteil im Kampf gebrauchen. You're delusional. I'd sooner trust a night hag than a strange figure bearing dream gifts.
Na, dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. I had a wild dream last night. This beautiful entity came to me, promised to protect me, told me the parasite in our heads could give us power. Ich hatte auch so einen Traum. Nebenwirkung der Larve? Sounds like it. What did you make of it? Ach Mensch, ich bin zwischen 1 und 3 ja so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich möchte es mal ein bisschen forcieren. Wenn unser Zustand auch irgendwelche Mächte birgt, bin ich bereit, sie auszuprobieren. Seems risky, if you ask me. Couldn't help getting stuck with the tadpole, but taking favors from it? Spooky. Ui, da gibt's ordentlich was, über das wir mit ihr reden können. Ich glaube, das wird eine richtige Laberfolge heute. Wie kommt es, dass ihr eine solche Vorrichtung in der Brust tragt? The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Na gut, ihr habt einen Boss erwähnt, der euch Zariel überlassen hat. Wer war das? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Okay, aber was macht diese infernalische Maschine mit euch? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Mal sehen. Mir wäre das ganz recht. Ich mag es nicht, wenn man mir zu sehr auf die Pelle I'd rückt. trade you if I could. I miss it more than anything. But hey, that's life. Or so I'm told. So. Ach komm. Warum nicht? Ihn streicheln. Wer ist ein guter Junge? Ja, so viel zu... ich mag nicht, wenn mir jemand auf die Pelle rückt, aber es ist Kratzer. Er ist ein guter Junge. Den muss man doch mögen, oder? So, aber wir haben hier natürlich noch unser Schattenherzchen. The Grove sported some rather interesting murals, I must say. They just reminded me of something half forgotten. It seemed to depict Lady Shah's warriors in combat. I hadn't known they were active in these parts. Shahs Krieger? Wollt ihr das nicht näher erläutern? You know me. I'm not usually one to elaborate if I can avoid it. They looked like dark justiciars.
an elite force among Lady Shah's ranks. Only the very finest proved themselves worthy of the title. Oh, das klingt so, als würdet ihr auch gerne dazu gehören. What right-minded servant of Lady Shah wouldn't? But it's a distant dream. The Dark Justiciars have been silent for years. Curious to see them depicted in such a place. Perhaps there's more to it. But there's nothing to be done about it just now. Aber wie auch immer, etwas Merkwürdiges ist passiert. Das Artefakt, das ihr bei euch gehabt habt, es ist irgendwie zu mir gekommen. I know. I felt it. Was habt ihr gespürt, dass es bei euch losgeflogen ist? Yes. No. I don't know. The artifact seems to have powers and a will of its own. It protects us. I don't know how or why, but I'm glad. I felt it go from me to you. You need its help, just as it needs us. It's still just a box, after all. Och nö, wenn ich das schon bei mir habe, dann anderen Dingen zuwenden. Das ist aber doppelt gemoppelt. Warum hattet ihr Schmerzen? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Warum tut euch Shah so etwas an? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Und was löst eure Schmerzen aus? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Also wusstet ihr mehr, als ihr zugeben wolltet? Wobei, nee, ich glaube, das ist mir egal. Soll sie mit ihren Sachen fertig werden? Kann ich irgendwie helfen? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Na gut, dann wende ich mich anderen Dingen zu. Ui, da ist ja noch einiges offen. Ich will über eure Verehrung für Shah reden. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Ich habe kein Problem mit Shah-Anhängern, falls euch das besorgt. Uiuiuiuiui. Wenn das eine 1 geworden wäre. Das ist doch schon mal geil. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her? An sich ja, aber frisch mein Gedächtnis auf. My Lady Shah is the Night Singer, the patron of darkness and loss.
Faszinierend. Bitte fahrt fort. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Und wie genau bekehren Schah-Anhänger denn neue Leute zu ihrer Göttin? We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Na, holla die Waldfee, aber... ich verurteile euren Glauben nicht. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Aber genug über Schah. Ich möchte euch besser kennenlernen, Schattenherz. You already know my biggest secrets. What more can you ask? Oh, ich wollte gerade sagen, dass ich was anderes erzählen sollte, aber gut, wie seid ihr dazu gekommen, Schah zu verehren? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Wieso konnte ich gerade noch weiter auswählen? Aber egal, interessante Informationen. Zeigt mir mal Nachtorchideen, wenn wir an welchen vorbeikommen. It's a deal. Wollt ihr sonst noch was sagen? No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Eure Erinnerungen sind unterdrückt, das habt ihr ja schon angedeutet und das klingt etwas extrem. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Okay, hier können wir ramontisch werden, aber ich glaube, aufs Erste reicht das. Wir haben ja auch noch hier einen Will und einen Astarion. Holy shit, das ist wirklich eine Laber-Episode, aber eine interessante. I had a dream last night. A vivid one. And so did you, judging from the way my tadpole is tingling. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. Tempting as these powers sound, we should recognize this dream for what it is, the tadpole's little trick. No good ever came from trusting honey-tongued strangers conjured up by elithid worms. Ja, ich finde, wir sollten zumindest hören, was diese Traumgestalt zu sagen hat. Vielleicht wären diese Kräfte ja nützlich. I wouldn't advise it. Play with fire and you get burned. Das sagt der Richtige. That's always the way of it. Oh, auch hier haben wir einiges zur Auswahl. Genau, was haltet ihr von Raphael? Der hat hier auch ähnliche Hörnchen. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral.
A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Es spart mir einfach die Gleichnisse. Mit Leuten wie ihm mache ich keine Geschäfte. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Da kommen wir ja später mal. Aber, hier, mit Will können wir später noch. Wir haben schon so viel gelabert. Astagon ist mir aber noch sehr interessant. I had the strangest dream last night. There was a visitor promising me protection and all sorts of delicious powers from the parasites in our hands. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. Wieder eine etwas unklare Antwort. Aber ich... Excellent. Now we can see what these tadpoles can do for us. Ich traue zwar dem Braten nicht völlig, aber... Hey, wir sollten jeden Vorteil nutzen, der sich uns bietet. Erkunden wir diese Kräfte, um zu sehen, wohin sie uns führen. Exactly. Waste not, want not. Even when it comes to mind flayer parasites. Now, was there anything else? Erzählt mir etwas von euch. What's to tell? I was sired by a vampire named Cazador. Everything before that is so long ago it's ancient history. And everything that came after, well, I'd rather not reflect on it. Ach, ihr müsst euch doch an euer Leben davor erinnern. I was a magistrate, working to keep the peace in Baldur's Gate, imprisoning troublemakers, that kind of thing. I can't remember much, truth be told. Centuries of torment will do that to you. Aber ihr wisst doch zumindest, wie ihr verwandelt wurdet, oder? I was attacked. A gang of vagrants, a tribe of wandering Gur, took issue with a ruling I'd made. They beat me to death's door when Cazador appeared. He chased them off and offered to save me, to give me eternal life. Given that my choices were eternal life or bleed to death on the street, I took him up on the offer. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. Und wie genau wird man dann zum Vampir? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free and a true vampire. Aber nur theoretisch. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Glaubhafte Geschichte. Und vielleicht kannst du mir noch etwas mehr über deine Geschichte verraten. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am.
I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Ja, dann danke für die Geschichte. Und ja, ich würde mal sagen, ich würde tatsächlich diese Folge für heute dann beenden, wie sie angefangen hat, mehr oder weniger im Lager. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann weiter im, ja, diesem Bereich wo wir gerade sind und dann hoffentlich auch im Rest der Goblin-Festung. Von daher, bis dahin, ciao, ciao.